So, das ist also die Folge 2. Eigentlich wollte ich die Folge 2 zum Umbau des sowohl SV01 viel eher fertig haben und ich hatte auch schon einiges an Film gemacht, bis ich dann feststellen musste, dass leider die Teile, die ich gekauft hatte, zum Anbringen der Linearführung so nicht passen. Also ich hatte ja solche Teile, die Teile sind eigentlich hervorragend gearbeitet, aber mir war klar, die sind für einen Ender 3 und ich habe aber gedacht, naja, das ist ja ähnlich, das wird schon passen. Aber das passt überhaupt nicht. Die Platte vom Sowohl ist einfach größer, sodass die Teile hier einfach beim besten Willen nicht passen. Ich habe dann gedacht, ich bohre das noch aus, aber habe dann Abstand davon genommen, weil auch durch diese Anordnung hier, ich hatte befürchtet, dass dann zu Schwingungen kommt, also weil es einseitig belastet wird. Und habe dann einfach neue Teile, eigene Teile designt, die das hoffentlich vernünftig machen. Die passen auf jeden Fall. Es hat ein bisschen gedauert, das passende Design zu finden, aber deswegen hat es halt auch länger gedauert. Ja. Aber jetzt denke ich, passt es. So. Was ich jetzt nicht zeigen werde, ist das Abschrauben der Teile, weil ich das schon habe und alles wieder dran schrauben dann doch zulässig war. Letztendlich ist es auch eine Kleinigkeit. Hier werden die Schrauben gelöst, dadurch kann man das reinschieben. Man kann den Zahnriemen hier dann hinaus bekommen und eigentlich alle abschrauben. Ne? Für die Linearführung solltet ihr wirklich vorher hingehen und die reinigen einmal und wieder einfetten. Man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass bei den Teilen, so wie sie geliefert werden, dass die ordentlich gefettet sind. Man sieht, ich behelfe mir jetzt hier, das solltet ihr auch tun, wenn ihr zwischendurch daran hantiert, darauf achten, dass ihr einen Endstopp sozusagen habt, dass euch nicht der Schlitten runterfällt, sondern dann fallen euch die Kugelchen alle raus. Das ist eine ziemliche Fummelarbeit, den Kram wieder reinzubringen. Ne? Für die eine Seite, wo hinten der Steppermotor ist, musste ich ein Stück abschneiden. Das ist nur so ein kleines Stück, das vordere Stück bis zur ersten Schraubloch. Das habe ich letztendlich mit einer Flex gemacht, das ging recht gut. Mit einer kleinen Handflex war das eigentlich kein Thema. Ne? Ich habe zwar gesagt, die Printmod-Teile passen alle nicht, aber zumindest ich konnte jetzt die Schrauben benutzen, die werde ich halt nutzen. Und es gab solche Teile, die man drucken konnte dabei, also in der Beschreibung verlinkt. Ich verlinke die auch nochmal, wo man hier dann die gut justieren kann, die Schienen. Na? Also, schrauben wir sie mal dran. Dafür nehme ich jetzt hier meine Behelfsstopp ab und habe die Schrauben, die T-Schrauben schon angebracht, lose. 3 Stück, die waren auch beim Printmods-Ding da rein. Ihr könnt da sicherlich auch 3. Ich tendiere da auch noch so ein bisschen zu eher 4 zu nehmen, aber 3 gehen auch. Dann werden die hier eingeführt. Ihr müsst darauf achten, dass ihr den ersten einführt und bevor ihr den zweiten einführt, den Block hier rüber schiebt, weil wenn die zweite drin ist, bekommt ihr den Block nicht mehr hinüber. Na, also den dann darüber, nicht zu weit schieben, dass er hinten nicht runterfällt und dann die andere Niete. Und hier nochmal den Endstopp. Wie gesagt, die Teile
helfen einem dann, um das hier einigermaßen mittig festschrauben zu können. Kann man vorne hinten anbringen und dann lässt sich das anschrauben. Bei der anderen Seite ist das genauso. Ich habe halt Optik halber das abgesägte Stück zum Steppermotor hin. Das war Geschmackssache. So, wieder die erste Nut hinein. Etwas rüber, den Schlitten rüber und dann erst die zweite, weil sonst, wie gesagt, geht das nicht. Gut, wenn die verschraubt sind, sieht man hier, das sind die beiden Führungen, die recht gut laufen. Sollte nicht irgendwo zu sehr Spannung drauf sein. Jetzt tun wir die Druckbetthalterung und meine gedruckten Teile drauf. Hier kleben jetzt die Muttern dran. Ich habe die Muttern versenkt gemacht, weil es ist überall nicht viel Platz. Also diese Teile hier habe ich so gemacht, dass sie etwas hier rein versenken. Das ist in erster Linie, damit ich nicht noch das Druckbett deutlich höher kommt als vorher. Na? Ihr müsst sehen, dass hier die Schrauben, die hier reinkommen, nicht zu kurz sind, sonst drücken sie hier auf die Schiene. So, am besten, man schraubt erst die Teile hier an das Blech, weil auch da ist meine Erfahrung, jetzt klebt zwar die Mutter da drunter, aber wenn die Mutter nicht drunter klebt, kriegt man das dann natürlich nicht mehr drunter und das ist Fummelei. Ich meine, das ist sowieso Fummelei, aber dann ist das noch schlimmer. Ne? Hier sind jetzt, ich habe leider ja aufgebohrt, das ist schade, aber was ich gemacht habe, ist, ich nehme für die größeren Löcher, die sind auf jeden Fall ja da, dann solche Senkkopfschrauben, so dass das auch wirklich mittig dran sitzt, fixiert ist. Aber das müsst ihr schauen, je nach Genauigkeit des gedruckten Teils entsteht womöglich Spannung, ne? Weshalb das vielleicht dann auch kontraproduktiv ist. Aber so sitzt das Teil da dran. Und das machen wir jetzt mit dem anderen Teil auch. Und dann geht's weiter. Gut. Ihr seht, ist das Teil so da dran geschraubt. Das sieht ganz gut aus. Und wir müssen den Drucker dann etwas hochheben, damit wir da dran können. Also dann der kleine Tipp, fixiert gegebenenfalls bewegliche Teile dran, sonst stört das auch eher. Ich benutze die Schrauben, die ich eigentlich sozusagen jetzt bei dem Mods dabei waren, und da waren Federscheiben dabei. Das fand ich eigentlich sehr gut und benutze die auch weiter. Hier Federscheiben, dass sich das Ganze schön fixiert. Ja. Im Grunde genommen ist eine helfende Hand nicht verkehrt. Wenn ihr da also jemanden habt, der euch da mal ein paar Sekunden unter die Arme greift sozusagen, dann hilft das. Ja. Ich gehe jetzt hin und schraube erstmal beide Seiten an, ein bisschen, damit sich das, aber auch das habe ich gesehen, wenn ich die eine Seite festgeschraubt habe, dann wird es manchmal schwieriger. Ich habe die Kamera nochmal umgestellt, damit man vielleicht besser sieht, wie das hier mit dem Verschraubung ist. Wie gesagt, die M3-Schrauben mit einer M3-Federscheibe, dadurch denke ich, wird dann auch es nicht passieren, dass während des Betriebs sich diese Schrauben lösen. Was ihr seht, ich habe auch das Gehäuse abgeschraubt. Das eine ist, was man hier ein wenig jetzt sieht,
ist, das Gehäuse liegt normalerweise hier unten auf der Schiene auf. Durch die Linearführung komme ich aber ein bisschen tiefer, weshalb das Gehäuse also so nicht mehr passt. Und ich habe dann auch festgestellt, diese Schrauben, wie ich das jetzt hier tue, das ist natürlich ohne das Gehäuse deutlich entspannter, als hätte ich jetzt das Gehäuse da noch dran. Deswegen ist das Gehäuse nicht dran. Ich musste das Gehäuse auch nochmal umdesignen, weil es eben nicht passt. Weil dadurch, dass ich jetzt ein bisschen tiefer komme, muss das Gehäuse tiefer setzen. Dadurch muss ich ein paar Löcher verändern und ich werde diese Beine tauschen müssen. Ich muss höher kommen, weil sonst ist das Gehäuse zu dicht am Boden dran und ich kriege ein Problem mit der Lüftung. Ja, so ist jetzt die Linearführung angebracht. Wir können den Zahnriemen wieder anbringen. Der Endstopp passt nicht mehr genau da, wo er war. Da bin ich im Moment noch nicht wirklich sicher. Ich werde den etwas anders anbringen am Ende. Aber es kann sein, dass er ein Stückchen zurückgelegt werden muss. Das sehe ich dann noch. Tja Leute, ich habe dann nicht aufgepasst. Den Spannungsteil des Zahnriemens, der muss weit genug da hinein können. Deswegen ist es nicht richtig, die Linearführung hier vorne an der Kante enden zu lassen, sondern sie müssen ein Stückchen noch zurück. Deswegen werde ich sie jetzt bis hinten an den Stepper-Motor anschieben, damit ich sicher bin, dass ich weit genug reinkomme. Auf dieser Seite richte ich mich einfach an das gegenüberliegende Seite, um zu wissen, wie weit ich zurück muss. Das kann ich dann jetzt hier auch noch schon mal einmal prüfen, ob das ausreichend ist, dass ich jetzt den Spannteil weit genug zurückschieben kann, wenn ich ihn richtig rein tue. Na? So, jetzt bin ich auf jeden Fall weit genug da rein, dann kriege ich das auf jeden Fall hin, dass ich den Zahnriemen spannen kann. Gut. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, den Zahnriemen zu spannen. Wieder da. Den legen wir jetzt hier ein. Das hier ist etwas vom Leib, finde ich, das da reinzukriegen, aber man sieht, ich habe langsam Erfahrung jetzt beim Probieren schon ein paar Mal gemacht. Zahnriemen spannen heißt eigentlich handfest, hier sollte gehen, ziehen, anziehen, eine Seite, jetzt hier die zweite Seite. So, und die anderen Schrauben dann eben entsprechend auch verschrauben. So, und auch dieser Schritt fertig. So, als nächstes kommt das Druckbett an sich dran. Ich habe dafür bei Printor mir ein Set bestellt aus einer FR4-Platte, eine Silikon-Heizmatte und eben einer gefrästen Aluminiumplatte. Also ich hoffe mir halt davon, dass das Druckbett noch flacher, gerader wird, also ohne Wellen. Das sollte mit einer solchen gefrästen Platte gehen. Als nächstes muss ich natürlich hier dann die Silikonmatte
ankleben und anschließend das Bett hier wieder auf den Federschrauben draufsetzen. Ich hoffe, dass keine Überraschungen kommen, ähnlich wie bei den anderen Teilen. Es ist eine Schutzfolie drauf, die ziehe ich natürlich ab. Nachdem ich die Schutzfolie jetzt abgezogen habe, werde ich die Seite, wo draufgeklebt werden, mit Isopropanol vorsichtshalber nochmal reinigen. Beim 3D-Drucken hat man das sowieso parat und dann bin ich sicher, dass da keine Klebreste oder sonstige Fettfinger von mir noch da drauf bleiben. Das ist selbstklebend, die Platte, die Heizmatte. Von daher hoffe ich, dass ich das auch einfach da hinauf bekomme. Das ist live und in Farbe sozusagen. Da kann natürlich immer was schief gehen. Ich hoffe aber nicht, dass das Ding so ist. So, ich würde sagen, das scheint erstmal gelungen. Jetzt kann das da drauf geschraubt werden. Das Einführen der Federn und dann das Einführen auf die Platte ist schon ein bisschen Fummelei, weshalb ich von hier oben Tesafilm jeweils zum Fixieren der Schraube draufgeklebt habe. Dann rutschen die mir nicht dauernd weg. Okay, um auch das Problem zu umgehen, dass mir die Federnstelle hier runterrutschen, habe ich auch die mit etwas Tesa leicht fixiert. So kann ich dann jetzt das hier aufsetzen, ohne dass man 1000 Hände für braucht. Das ist immer noch ein bisschen vorsichtig, muss man das umgehen. Man sieht, nicht immer hält das Tesa. Aber es ist schon deutlich entspannter als wenn man 4 Hände bräuchte und 5 Hände bräuchte ihr eigentlich. So, nachdem das Aufsetzen mit dem Tesa-Trick eigentlich ganz gut funktioniert hat, können wir jetzt die Schrauben ansetzen. Die Räder. Auch das ist noch Fummelei. Nicht vergessen, die Tesa-Streifen abzunehmen, denn die können die Hitze nachher nicht so gut haben. Aber das sollte auch klar sein. Auch die hier unten runter sind, zum Fixieren der Federn. Auch hier hilft die Tesa-Fixierung. Die Schraube geht nicht sofort zurück, wenn ich hier das Rennrad ansetze. Wie gesagt, Tesa nicht vergessen. Das sieht doch schon recht gut aus. Die Verkabelung des Heizbettes muss leider noch warten, zumal ich das Gehäuse nochmal neu drucken muss und ich will halt erst meinen X-Schlitten gucken. Was mir die FRP-Platte bringt, werde ich sehen. Ich
Hat er bisher noch nicht mit FL4-Platte gedrückt, aber ich kann die Glasplatte immer noch dazu tun. Was ich bei dem Printmode-Set ganz nett finde, charmant, sind diese Bettklammern. Die sind halt wesentlich weniger auftragend als die Original-Dinger, die von Sowohl dabei sind. Zumal man sie wirklich rundherum packen kann, weil hier die Sowohl-Klammern lassen sich an der Seite nicht, weil da nicht genügend Platz neben dem Bett ist. Ja, okay, also dieses Video ist letztendlich gar nicht so lang, auch wenn die Vorbereitung bis dahin sehr lange gedauert hat. Ich werde natürlich alle benutzten Teile im Text beschreiben oder verlinken, soweit das geht, so dass ihr das nachbauen könnt, wenn euch das gefällt. Dass dann zwischendurch was schief geht, war mir eigentlich klar, weil ich eben wirklich loslege und filme und dann sieht man halt, was passiert. Als nächstes wird die X-Führung umgebaut. Man sieht schon ein bisschen was dran, obwohl das ich noch wieder rausbaue, weil ich sowieso noch Teile geändert habe. Ja, wenn euch das gefallen hat, schaut da halt noch mal rein bei den anderen Teilen. Lasst ein Like da. Mal sehen. Ciao.